Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen Betriebsstundenzähler vorstellen. Ich habe ihn bei AliExpress bestellt. Den Link zu diesem Modell werde ich euch in der Beschreibung hinterlassen. Dieses Modell arbeitet mit 220 Volt, daher kann es für Diesel- oder Benzingeneratoren und andere Geräte verwendet werden, die mit 220 Volt betrieben werden. Pumpen, Kompressoren, Motoren. Denn für den Betrieb dieses Zählers ist eine 220 Volt Stromversorgung erforderlich. Wenn ihr zum Beispiel Baumaschinen oder einen Traktor anschließen möchtet, dann müsst ihr einen Betriebsstundenzähler mit einer Stromversorgung von 12 bis 70 Volt verwenden. Es gibt Modelle mit unterschiedlichen Spannungen, aber für den Betrieb sind 12 oder 24 Volt erforderlich. Dieses Modell hingegen arbeitet mit 220 Volt Wechselstrom. Hier werden die Stromanschlüsse verbunden. Zur Demonstration werde ich ihn einfach an eine Steckdose anschließen. Ich ziehe einen Kontakt fest. Und dann ziehe ich den zweiten Kontakt fest. Beim Einschalten der Stromversorgung leuchtet die Anzeige auf und der Zähler beginnt zu arbeiten. Er hat bereits die Zahl 3 angezeigt. Die Stunden sind die weißen Ziffern. Aktuell steht er auf 0. Das heißt, der Maximalwert beträgt 9.999 Stunden. Die gelben Ziffern sind Zehntel- und Hundertstelstunden. Das sind also keine Minuten. Wenn wir durch 100 teilen, ist das genau ein Hundertstel. Das sind also keine Minuten. Bei Stromzufuhr funktioniert der Zähler. Er wird in eine rechteckige Öffnung von 45 x 45 mm eingebaut. Er wird mit dieser Klemmleiste befestigt. Das heißt, wir haben ihn in die Öffnung eingesetzt und dann von der Rückseite mit dieser Leiste festgeklemmt. Die Größe des Zählers selbst beträgt 50 x 50 mm. Im Prinzip funktioniert es. Alles klar, ziemlich einfach. Jetzt zeige ich euch, wie man ihn zurücksetzt, den Wert zurückdreht, denn er ist mechanisch. Und um den Wert zurückzusetzen, müssen wir ihn auseinandernehmen. Er lässt sich genauso einfach auseinandernehmen. Zuerst werde ich ihn von der Stromversorgung trennen. Das Praktische an mechanischen Zählern ist, dass die Anzeigen jederzeit abgelesen werden können, auch wenn er stromlos ist. Das heißt, ich habe ihn ausgeschaltet. Die Anzeigen werden immer angezeigt. Im Gegensatz zu elektronischen Betriebsstundenzählern. Ich habe dazu bereits ein Video gemacht. Dort gab es auch ein 220 Volt Modell. Also, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist, leuchtet das Display nicht. 42 und es sind keine Anzeigen sichtbar. 43, das heißt, wenn Sie zum Beispiel überprüfen möchten, wie lange der Generator gelaufen ist, 44, müssen Sie ihn starten, um die digitalen Anzeigen zu sehen. 45, hier hingegen werden die Anzeigen ständig angezeigt. 46, um an das Zifferblatt im Inneren zu gelangen, 47, müssen wir diese vordere Blende entfernen. 48, sie ist hier mit 4 solchen Klammern 49 befestigt. 50, ich führe das Messer ein und 50. Hier ein. 52 und die Platte ist auf einer Seite abgesprungen. 53 und so machen wir es ringsum. 54 auf die gleiche Weise biegen wir den Rand ab. 55 wir entfernen die zweite. 56 und dann ist alles ganz einfach. 57 sie hat sich gelöst. 58 hier ist die Frontblende. 59 als nächstes haben wir nur noch das Gehäuse. 60 es ist auch irgendwie hier befestigt. 61. Ich denke, es sind die gleichen Riegel. 62. Nur sitzen sie tiefer. 63. Und wir hebeln 64. Auch von allen Seiten. 65. Fertig. 66. Und wir sehen, dass alle Ziffern auf dieser Seite an der Frontblende befestigt sind. 67. Und hier haben wir 68. Hier wird die Stromversorgung an die Kontakte angeschlossen. 69. Eine Anzeige 70 und so etwas wie eine Elektromotorspule. 71. Und hier ist auch eine solche Welle mit Getriebe. 72. Gezahnt. 73. Sie dreht dieses Rädchen. 74. Und genau beim Drehen ändern sich die Anzeigen. 75. Und um die 76. Ursprüngliche Position wiederherzustellen. 77. Kann man es einfach zurückdrehen. 78, wenn es sich ein wenig aufgewickelt hat, 79, aber in diesem Fall nur wenig, 80, drehe ich es einfach zurück. 81 und zurückgestellt. Wenn Sie eine bestimmte Zahl in der Mitte einstellen müssen, schieben wir einfach das Zahnrad und drehen es. Hier drehen Sie sich. Schon. Ich hatte Nullen. Ich habe 998 eingestellt und wir können auch einfach verschieben. Und die Ziffern, die wir brauchen, neu anordnen. Zum Beispiel, wenn Sie umstellen möchten. An eine andere Stelle. Hier habe ich es einmal und auf 0 gesetzt. Alle Nullen werden angezeigt.
Und genauso einfach setzen wir es wieder ein. Und schließen diesen Deckel. Fertig. So funktioniert dieser Zähler. Für Betriebsstunden. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allerseits.